Hallo allerseits, willkommen zum vierten Teil des Bauberichts über den Schneider CA-Panzer von Hobbyboss im Maßstab 1:35. In den vorigen Teilen haben wir das Modell gebaut, bemalt und gealtert und haben uns auch um die Figuren gekümmert. Und jetzt im vierten Teil werden wir das Diorama dafür bauen. Mir persönlich sind Dioramen für meine Modelle ziemlich wichtig, weil das Modell einfach in den Kontext setzt und man einfach sich das besser vorstellen kann, wie das wohl ausgesehen hat damals und wie das gewirkt hat. Leider scheuen viele Modellbauer ein bisschen davor zurück, Dioramen zu bauen, was ich persönlich ziemlich schade finde, weil es eigentlich nicht wirklich schwierig ist. Und das möchte ich euch in diesem Video auch mal einfach zeigen, wie das geht. Als Basis für mein Diorama verwende ich gern irgendein rechteckiges Holzbrett, wie das hier. Das habe ich mir mit meiner Bandsäge schon einigermaßen passend zugeschnitten, damit das Modell hier auch ganz gut drauf passt und auch ein bisschen Platz für die Figuren bleibt. Man kann das auch ein bisschen größer machen, das ist Geschmackssache. Ich persönlich mag es eigentlich ganz gern, wenn meine Dioramen ja, so klein wie möglich ausfallen. Das spart ja, Material, Arbeit und ich finde, das sieht eigentlich auch ein bisschen interessanter und effektiver aus, wenn das ein bisschen so was Ausschnitthaftes hat, wie wenn man durch ein Schlüsselloch guckt. Und deswegen mag ich das immer ganz gern, wenn das etwas knapp ist. Man kann zum Beispiel jetzt alternativ, wenn man kein passendes Holzbrett hat, auch einen Bilderrahmen verwenden als Grundlage. Die sind nicht wirklich teuer, kriegt man für 1 Euro oder so in jedem Laden. Das funktioniert genauso, wenn man da was in der passenden Größe hat. Was auch gut ist, sind hier diese Astscheiben. Da muss man sich zum Beispiel hier um den Rahmen schon gar nicht kümmern, sondern da reicht es, wenn man dann einfach oben irgendein Gelände gestaltet. Ich möchte es jetzt aber hier mit so einem Holzbrett machen. Das finde ich in dem Fall etwas interessanter, zumal wir da auch relativ viel Gelände gestalten müssen, also auch mit Kratern und so weiter, so wie es sich halt für ein Diorama gehört, was irgendwie im Ersten Weltkrieg situiert ist. Hier die Schnittkante von unserem Brett, das sieht nicht wirklich schön aus, deswegen mag ich das immer sehr gern, mir hier so einen Rahmen selber zu bauen. Dadurch bekommt das Diorama auch ein bisschen Höhe, was ich persönlich auch recht interessant finde, weil dann können wir zum Beispiel ja, Artilleriekrater und so weiter ziemlich gut einarbeiten, was jetzt hier beim geraden Brett etwas schwierig wäre. Da müsste man hier irgendwie was rausfräsen. Ja, finde ich nicht so toll. Außerdem finde ich, wirkt so ein Diorama auch ein bisschen besser, wenn es einfach ein bisschen Höhe hat. So einen gewissen Sockel unten drunter. Jedenfalls können wir jetzt hergehen und unseren Rahmen hier mal ankleben mit Holzleim und dann können wir noch ein bisschen Styropor reinfüllen. Jetzt können wir unseren Rahmen noch füllen, und zwar mit Styropor. Da habe ich mir hier mal 2 so Platten zugeschnitten, damit es dann eben die passende Höhe bekommt. Und das wird ebenfalls mit Holzleim geklebt. Der greift nämlich das Styropor nicht an und härtet auch ausreichend fest aus, dass das eben sich später nicht mehr lockern kann. Da braucht man jetzt relativ viel Leim dafür. Da sollte man auf jeden Fall nicht sparen, weil in dem Fall ist es so, bei Holzleim viel hilft viel.
Holzleim konnte jetzt über einen Tag trocknen. Das ist der Ponal Express, der zieht ein bisschen schneller an, den finde ich für sowas ganz nützlich. Und ich habe jetzt hier schon mal die Figuren und das Fahrzeug arrangiert, damit man mal so eine Idee bekommt, wie man das Diorama eigentlich weiter aufteilen möchte. Weil bisher haben wir jetzt eigentlich nur den Sockel gebaut, aus dem könnten wir jetzt so gut wie jedes Diorama irgendwie rausschnitzen. Ich rate immer dazu, dass man die einzelnen Komponenten des Dioramas irgendwie diagonal platziert. Das sieht üblicherweise ein bisschen interessanter aus. Es gibt Ausnahmen natürlich, manchmal geht es auch nicht anders, dann muss es halt irgendwie parallel zum Rand sein. Das ist halt manchmal so, aber jetzt in dem Fall gibt es da eigentlich nichts, was uns irgendwie limitiert. Deswegen wollte ich das mal so in groben Zügen in etwa so arrangieren. Des Weiteren können wir uns jetzt auch noch Gedanken machen, wie wir das Gelände schon mal vorformen wollen. Wir können uns jetzt sozusagen hier eine Form irgendwie rausschneiden, wie auch immer wir das wollen. Ich fände es jetzt interessant, wenn wir praktisch hier in diesem Bereich praktisch eine Ebene haben, hier einen Hügel und hier eine Senke, dass wir praktisch mehrere Ebenen in unserem Diorama haben. Das fände ich ganz interessant, würde auch ganz gut passen zu einem zerschossenen Niemandsland im Ersten Weltkrieg, dass das Terrain ein bisschen unwegsam ist. Man kann da auch zum Beispiel jetzt hier vorne in dem Bereich auch noch irgendwie den großen Granattrichter irgendwie einarbeiten. Also das eignet sich eigentlich ganz gut und das ist jetzt ungefähr auch so die Aufteilung, wie ich sie jetzt anstrebe. So, zum Zuschneiden eignet sich hier so ein Cuttermesser ganz gut. Da muss man natürlich bloß aufpassen, dass man sich nicht irgendwie grob in die Hand schneidet. Wir haben da relativ viel Verschnitt am Schluss. Das ist aber eigentlich ganz okay. Das Balsaholz kostet nicht viel. Damit lässt sich, glaube ich, leben. Damit wäre das Gelände schon mal grob vorgeformt. Das ist jetzt bisher noch kein Hexenwerk gewesen. Wir haben hier einen großen Krater oder irgendeine Böschung. Hier haben wir einen Krater, da drüben eine kleine Erhöhung und das Fahrzeug fährt so leicht bergan. Das finde ich auch ganz interessant, so als Pose, nachdem der vorne ein bisschen so einen bootsförmigen Bug hat. Ich habe da auch nochmal die Figuren ein bisschen umpositioniert. Die Geschichte ist sowieso immer die gleiche. Sturmangriff, wo die jetzt genau stehen, ist jetzt gar nicht mal so wichtig. Die Geschichte wird so eigentlich immer ganz gut erzählt. Ob der jetzt da drüben steht oder da vorne, ist jetzt gar nicht mal so wichtig. Das können wir zu einem späteren Zeitpunkt ja dann immer noch endgültig festlegen. Aber so in etwa stelle ich mir das vor, dass die Soldaten größtenteils sich hinterm Panzer befinden, da der natürlich auch ganz gute Deckung bietet. Jetzt müssen wir uns nochmal um den Rahmen unseres Dioramas kümmern. Wie ihr seht, die Ecken vor allem sind nicht so schön. Ich habe es mir auch mit Absicht jetzt nicht so genau zugeschnitten. Das müssen wir nur verschleifen und gegebenenfalls auch spachteln. Dazu verwende ich jetzt mein geliebtes Schleifbrett. Da habe ich mir Schleifpapierbögen mit doppelseitigem Klebeband aufgeklebt
und darauf können wir die Ecken vor allem schön sauber schleifen. Das ist eigentlich eine relativ einfache Arbeit, braucht bloß etwas Zeit und natürlich so eine Schleifplatte. Wie ihr seht, das nimmt ordentlich Material ab und ist kein großer Aufwand. Ja, und schon ist das Eck ziemlich sauber. Nachdem das dann schon mal so grob blank geschliffen wurde, empfiehlt es sich auch noch hier diesen Übergang ein bisschen zu verspachteln. Da kann man jetzt einen Holzspachtel nehmen. Ich nehme einfach den Revell Plasto Spachtel. Der funktioniert da auch erstaunlich gut. Obwohl es eigentlich nicht für Holz gedacht ist. Lässt sich später auch ganz gut lackieren. Und überhaupt. Habe ich sowieso da liegen. Ist also ein gutes Material dafür. Es kann durchaus sein, dass man da mehrere Durchgänge braucht, aber glaubt's mir, der Rahmen des Dioramas ist es durchaus wert, dass man da sich Zeit nimmt und den schön gestaltet. Nachdem die Spachtelmasse getrocknet ist, können wir abschließend nochmal das Ganze verschleifen und dann sollte es passen. Ja, sieht ganz gut aus. Jetzt, wo der Rahmen für unser Diorama fertig ist, können wir uns wieder um die Geländegestaltung kümmern. Da habe ich hier jetzt schon mal ein bisschen Mörtel angerührt. Das verwende ich immer ganz gerne als Untergrund, weil das Styropor als solches doch relativ weich ist. Da verwende ich vom PCI immer PCI Repafix, ein Reparatur- und Modelliermörtel. Ja, habe ich einfach ganz normal mit Wasser angerührt. So wie man das eben macht. Und das trage ich jetzt mal relativ dünn auf dem Diorama auf. Wir werden natürlich dann später noch mehr Geländedetails ausarbeiten, aber ich sag mal so vorläufig als Unterlage ist das ganz gut, zumal das auch relativ rau ist dann von der Oberfläche. Das heißt, alles weitere, was wir da dann modellieren oder aufkleben, das hält da sehr gut drauf. Nun können wir dazu übergehen, das Gelände etwas weiter auszuformen. Dazu verwende ich sehr gern von Staedtler das Fimo Air Basic. Das ist eine Modelliermasse, die einfach so an der Luft trocknet. Und die lässt sich ziemlich gut hier einfach so mit den Händen verarbeiten. Dieses Material hat leider die Eigenschaft, dass es, wenn man es zu dick aufträgt, beim Trocknen ein bisschen schrumpelt und dann bilden sich Risse. Also es ist da durchaus notwendig, mehrere dünne Aufträge zu machen, bis das Material dann nicht mehr einreißt. Wenn man das nicht beachtet, hat man später Probleme, wenn man dann zu schnell arbeitet und dann schon das weitere Gelände und schon das Gras und so weiter einbaut, dann hat man da eben dann die Risse. Und um das zu vermeiden, muss man hier bei dem Schritt einfach ein bisschen langsamer vorgehen, das Ganze immer mindestens einen Tag trocknen lassen und sich so langsam vortasten. Ich sag mal so,
2 bis 3 Schichten sollte man auf jeden Fall auftragen, um eben sicher zu gehen, dass da sich keine großen Risse mehr bilden können. Nachdem die Modelliermasse dann einen Tag trocknen konnte, können wir dann die zweite Schicht auftragen. Da können wir dann das Gelände noch ein bisschen feiner ausarbeiten. Wie man sehen kann, ein paar kleine Risse gibt es hier und da, vor allem hier so am Rand. Das ist vollkommen normal. Wie gesagt, das Material schrumpft ein bisschen beim Trocknen. Mit den Rissen muss man rechnen, deswegen trägt man einfach mehrere dünne Schichten auf. Bei der Gelegenheit können wir hier auch schon einen Baumstumpf einarbeiten. Das ist einfach nur ein Stück Holz, was ich im Garten gefunden habe, was sich da ziemlich gut eignet. So als zerschossener Baumstumpf. Ja, so Naturmaterialien sind eigentlich immer sehr gut geeignet dafür. Es gibt auch Baumstümpfe zu kaufen, aus Resin zum Beispiel, kann man auch nehmen. Aber ich finde, der hier ist vollkommen ausreichend und sieht auch ziemlich überzeugend aus. Unseren Baumstumpf möchte ich dann auch noch farblich ein bisschen behandeln. Die Farbe von diesem Stück Holz, wie es gerade ist mir ein bisschen zu hell und auch ja, nicht kontrastreich genug. Deswegen habe ich hier mal so ein paar Acrylfarben mir rausgesucht, die da ganz gut funktionieren könnten. Damit werde ich den Baumstumpf sozusagen neu bemalen. Die Farbe muss auch nicht ganz deckend sein. Ja, ich möchte ihn einfach mal so ein bisschen abdunkeln im Prinzip. Dieser Schritt ist natürlich total optional. Es kommt immer darauf an, was für ein Stück Holz man da verwendet. Wenn man schon was hat, was von der Farbe ja, als passend empfunden wird, muss man das natürlich nicht machen. Ich persönlich mag das aber ganz gern, das farblich anzupassen. Dann wirkt es irgendwie stimmiger, weil ja auch das Modell und die Figuren und auch ein paar andere Sachen ja mit den Farben bemalt sind. Und weiß nicht, es rundet das Ganze irgendwie einfach ab.
So sieht dann der fertig bemalte Baumstumpf aus. Gefällt mir ziemlich gut. Das ist so jetzt einfach wesentlich dunkler wie vorher. Bisschen mehr Kontrast durch die Ölfarbe und so weiter. Also das hat sich wirklich gelohnt. Das trifft das Ganze doch wesentlich besser. Holz ist ja allgemein ein sehr dankbares Material zum Bemalen. Sowohl mit Acrylfarben, aber auch mit Ölfarben. Das funktioniert beides sehr gut. Mit Ölfarben, wenn man jetzt nur mit Ölfarben arbeiten will, ist es auch gut geeignet, weil man es dann sehr gut so tönen kann. Ja, weil die Ölfarbe ja nicht so ganz deckt. Also wenn man da, ich sag mal, die Ölfarbe mehr wie eine Lasur aufträgt, das wirkt dann auch ganz interessant. In dem Fall haben wir einfach das volle Programm gemacht und ja, sieht schick aus. Ein weiteres Element, was ich jetzt an der Stelle gleich integrieren will mit dem Diorama, ist hier diese Sauschwanz-Drahthalterung. Die möchte ich hier vorne gleich noch einkleben, weil da tun wir uns dann leichter, wenn wir dann das Gelände gestalten, wenn das Teil schon befestigt ist am Diorama. Die kann man sich relativ leicht selber machen. Draht und ja, entsprechende Rundstücke. Und dann kann man die sich selber sehr leicht wickeln und biegen. Ich habe meine Halterung auch schon rudimentär bemalt. Einfach ein bisschen mit dunkelgrauer Farbe drüber gebürstet. Das muss man nicht ganz decken. Die Originale waren auch nicht so ganz perfekt. So, da bohre ich jetzt gleich mal hier ein Loch in unser Diorama und klebt es dann ein. Dann nehmen wir jetzt gleich Sekundenkleber. Das erleichtert uns vieles, wenn es schon vorher montiert ist. So Leute, jetzt wird es schlammig auf unserem Diorama. Das ist jetzt eigentlich der entscheidende Schritt, um die Oberfläche zu gestalten. Dazu mischen wir uns jetzt unsere Erdpaste an. Ich gebe jetzt hier mal in diese Schale etwas Holzleim rein. Gerne etwas mehr auch, weil viel hilft viel. Und hier habe ich dann etwas Erde, was ich mir im Garten geholt habe. Die ist nicht zu fein gesiebt, da sind noch ein paar größere Brocken mit dabei. Ja, und das fülle ich hier mit rein. Da mischen wir uns jetzt mal ein bisschen mehr an. Und das Ganze wird dann etwas streichfähig gemacht mit Wasser. Je nachdem, wie man die Mischung macht, also dicker oder dünner, hat es dann auch verschiedene Eigenschaften. Wenn es euch noch erinnert, wenn man das sehr dünn macht, kann man da auch Fahrzeuge sehr gut mit verdrecken. Das habt ihr ja im vorigen Teil schon gesehen. Wir werden es jetzt etwas dicker anrühren und damit können wir dann das Diorama einstreichen. Das ist jetzt ein bisschen zu dünn geworden. Ich gebe noch etwas mehr Erde dazu. Das soll eigentlich schon eher eine zähe Sache sein. Also ihr seht, ich benutze da keine festen Mischungsverhältnisse. Ich rühre mir das an, schaue mir es an und wenn es gefällt, dann ist es gut und ich benutze es. So, und diese Pampe tupfen wir jetzt einfach mal aufs komplette Diorama auf.
So, sofort im Anschluss streuen wir dann auch noch etwas mehr trockene Erde auf die noch feuchte Oberfläche drauf. Das ist ein Schritt, der wird gern vergessen, der macht aber den ganzen Unterschied aus. So entsteht eigentlich erst eine wirklich überzeugende Textur der Oberfläche. Allgemein ist es jetzt eigentlich ziemlich wichtig, relativ zügig und in einem Zug zu arbeiten. Solange die Oberfläche noch feucht und formbar ist, können wir unsere Figuren und das Fahrzeug platzieren und auch ein paar Abdrücke machen. Sobald das hart ist, können wir das nicht mehr. Ich habe extra den Pronalleim genommen, der etwas länger zum Trocknen braucht. Da haben wir also genügend Zeit. Sagen wir so eine Stunde oder so kann man da locker mitarbeiten. Gut, jetzt können wir den Panzer positionieren. Schauen wir mal, ob wir da einen Platz finden, wo er schön dasteht. Wir sollten auch ein bisschen so ins Gelände reindrücken. Und natürlich nicht vergessen, da auch ein paar Kettenabdrücke zu machen im hinteren Bereich. Das ist alles noch gut machbar, nachdem der Untergrund noch nicht voll ausgehärtet ist. Ja, der steht doch schön im Gelände. Falls ihr euch noch erinnert, wir haben ja unsere Figuren hier mit Drahtstücken versehen, damit wir sie bei der Bemalung besser halten können. Diese Überbleibsel können wir jetzt auch benutzen, um die Figuren auf dem Diorama zu befestigen. Da ist es allerdings wieder notwendig, ein Loch zu bohren. Das geht aber relativ gut. Es muss ja auch nicht so tief sein. Und da können wir dann unsere Figuren befestigen. Auch hier ist es natürlich hilfreich, wenn der Untergrund noch ein bisschen weicher ist, dass die Figuren richtig im Diorama stehen und nicht irgendwie auf der Oberfläche irgendwie schweben. Was von unserer Erdmischung noch über ist, können wir jetzt auch noch verwenden, um die Stiefel der Soldaten noch ein bisschen zu verdrecken. Und es hilft auch nochmal, um die ein bisschen besser ins Diorama einzubetten. Ich habe da auch noch diverses Zubehör, wie die Holzbretter oder den Helm, die wir jetzt auch gleich einarbeiten können. Das sind alles so Kleinigkeiten, die habe ich abseits der Kamera schon vorbereitet für euch. Und auch diese Gegenstände können wir dann mit ein bisschen verdünnter Erde noch verschmutzen und besser ins Diorama einpassen. In unseren Sauschwanz können wir dann auch noch ein bisschen Stacheldrahtreste einfädeln. Das sind hier jetzt fotogeätzte Drahtteile von Plasmodel. So sieht das aus, da ist relativ viel Draht dabei. Lässt sich auch ganz gut verarbeiten. Hat bloß immer einen Nachteil, nachdem das Foto jetzt ist es halt nur zweidimensional. Aber ich sag mal, bei dem Maßstab fällt es nicht so wirklich auf. Dasselbe gibt es auch hier Messingfarben. Das hat natürlich den Nachteil, da muss man nochmal lackieren. Deswegen mag ich das, wenn das hier schon Stahlfarben ist.
Wenn dann unser Schlamm auf dem Diorama schon so halb angetrocknet ist, können wir auch noch Fußspuren eindrücken. Das mache ich immer zu einem späteren Zeitpunkt wie alles andere, weil die Fußspuren, wenn die Masse noch so weich ist, dann läuft es wieder zusammen und verschwindet. Und wenn es schon so halb angetrocknet ist, dann kann man da beherzt reinstempeln und die Form bleibt eigentlich ganz gut erhalten. Da verwende ich immer von Tamiya so eine alte Figur. Die kann man da ganz bequem so in den Boden reindrücken. Und dann bekommt man da ganz schöne Fußspuren von. Ich mache da einfach mal so querbeet ein paar so Abdrücke rein. Ja, ob er da so viel sieht davon später, weiß ich nicht. Aber für die Leute, die ganz genau hinschauen, die können das dann sehen und sich drüber freuen. Wenn das Diorama dann ungefähr einen Tag trocknen konnte, dann hat man da wirklich sehr stabile Oberfläche, da bröselt eigentlich so gut wie kaum was weg und die Textur sieht eigentlich auch sehr schön aus. Was passieren kann, ist, wenn man das relativ dick aufträgt, ist, dass beim Trocknen dann so ganz feine kleine Risse entstehen. Das kann ein bisschen nervig sein, da ist mein Vorschlag, nach einem Tag oder so nochmal ein bisschen so Erde anrühren und da diese Risse zuschmieren. Das passiert manchmal, nicht immer, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich glaube, es hat einfach was damit zu tun, wie dick man das aufträgt. Ist aber auch nur eine Vermutung. Also ihr seid gewarnt, dass das passieren kann. Wenn man sich jetzt anschaut, wie das Fahrzeug verschmutzt ist und wie der Untergrund aussieht, das ist ein bisschen unterschiedlich. Wie wir uns vielleicht noch erinnern, haben wir ja am Fahrzeug manche Bereiche mit Ölfarben behandelt, dass es ein bisschen dunkler wird. Und das möchte ich hier auf dem Diorama auch machen. Da eignet sich von der 502. Abteilung die Ölfarben sehr gut. Da gibt es verschiedene Farbtöne. Ich mag zum Beispiel das Industrial Earth sehr gern oder auch das Dark Matte. Und das kann man sehr einfach verdünnen mit Feuerzeugbenzin und dann tragen wir das einfach auf.
Nach der Trocknung sieht man dann, dass unsere Erde richtig schön dunkel und schwer geworden ist. Also das sieht wesentlich feuchter und schwerer aus, genauso wie wir es haben wollen. Aber es hat immer noch ein bisschen eine unterschiedliche Farbgebung hier und da. Also es sieht wirklich sehr überzeugend aus. Da wird man nicht sofort dran denken, dass Ölfarben sich für sowas eignen. Aber der Untergrund, also unsere Erde, die saugt diese verdünnte Ölfarbe richtig in sich auf und ja, damit kann man das eben sehr gut tönen. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, habe ich mich mit den Ölfarben auch schon hier auf diesem Bereich und auch hier auf diesen kleinen Trichter konzentriert, dass die eben sehr dunkel werden und auch ein bisschen so leicht speckig glänzen. Das dient eben dazu, dass das so einen noch feuchten Eindruck macht, und das will ich jetzt noch etwas verstärken mit Glanzlack von Revell, den ich hier unten noch ganz vorsichtig auftrage. Um jetzt noch den feuchten, matschigen Effekt etwas abzurunden, möchte ich noch eine kleine Pfütze hier machen. Dazu verwende ich von Vallejo das Stillwater. Das funktioniert ganz gut, das kann man auch problemlos mit gängigen Acrylfarben tönen, um da eben so eine braune oder grüne Pfütze zu erzeugen. Ja, und das trage ich hier mal mit dem Pinsel auf, da brauchen wir nicht viel, das soll jetzt nicht die größte Pfütze werden. Also 2, 3 Tropfen sollten reichen. So, der letzte Arbeitsschritt ist die Gestaltung des Sockels hier. Wie ihr seht, da haben wir uns eigentlich noch gar nicht weiter drum gekümmert. Ich bemale ihn immer sehr gern einfach mit schwarzer Acrylfarbe. Man kann auch was anderes machen, man kann andere Farben wählen, man kann Fotos draufkleben. Da gibt es eigentlich keine Beschränkungen. Macht einfach das, was euch gefällt. Ich persönlich mag einfach den schwarzen Rahmen sehr gern, weil es ist eigentlich relativ neutral und es bietet einen schönen Kontrast zu dem, was auf dem Diorama ist. Also ich finde, das wirkt sehr gut. Und damit wäre das Diorama fertig gebaut. Ich hoffe, ihr konntet sehen, dass der Bau von so einem Diorama nicht wirklich schwierig und kompliziert ist. Das nächste ist, es ist jetzt auch nicht wirklich ein großer Kostenfaktor. Ein bisschen Holz, ein bisschen Styropor und Erde und Kleber und noch ein paar Kleinigkeiten. Mehr braucht man eigentlich nicht. Ich würde jetzt mal sagen, bei dem Diorama ist der Kostenfaktor vielleicht 5 Euro oder so. Also lohnt sich immer, selbst so ein kleines Diorama bringt einfach viel, um so ein Modell und die Figuren einfach schön in Szene zu setzen. Das wirkt einfach ganz anders und man kann auch eine Geschichte erzählen und
ja, wenn man damit auf Ausstellungen geht, dann ja, freuen sich die Besucher auch einfach ein bisschen mehr, weil so ein Diorama ist halt einfach interessanter. Eine weitere Sache, die man ja, von diesem Baubericht allgemein lernen kann, ist, dass Gutes einfach Zeit braucht. Ich habe mir da wirklich sehr viel Zeit gelassen. Das hat verschiedene Gründe gehabt. Deswegen hat sich das ein bisschen gezogen mit diesem Bauprojekt und Baubericht. Aber wenn der Moment richtig ist, dann setze ich mich hin und arbeite an einem bestimmten Projekt weiter. Und dadurch ist eigentlich gewährleistet, dass es dann auch wirklich schön wird am Schluss. Man kann sich auch immer zu irgendwas zwingen, aber meine Erfahrung ist zumindest, dass das meistens ja kein gutes Ergebnis wird. Und ich mache das ja letzten Endes nur deswegen, weil ich ja ein schönes Modell und ein schönes Diorama am Ende haben will und nicht irgendwie was ich so hoppdihopp zusammengeschustert habe. Also, ich sag mal, bedenkt es einfach, wenn ihr selber ein Diorama baut oder was auch immer ihr baut, ist eigentlich vollkommen egal. Wenn mal ein bisschen einem die Puste ausgeht und das Interesse vielleicht auch ein bisschen zurückgeht, dann legt es lieber zur Seite und zwingt euch nicht irgendwas auf. Das bringt meistens nichts. Irgendwann kommt der Tag, an dem ihr aufsteht und sagt, jawohl, heute mache ich da weiter. Und so ging es mir da auch. Es folgen jetzt noch ein paar Detailfotos von dem Diorama und damit ist dieser Baubericht beendet. Ich hoffe, ihr fandet es hilfreich, informativ und vielleicht auch unterhaltsam und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.